Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU28, dem neuesten Server von Shakes and Fidget, und wollte euch mal so ein bisschen mitnehmen, was auf dem Server so passiert, was hier geht, in welcher Gilde ich bin, wie weit ich gekommen bin, etc. pp. Also zur Aufnahme des Videos haben wir es gerade Sonntag um 11:30 Uhr und wir gucken zuerst mal in die Ehrenhalle rein, was hier so auf den ersten Rängen abgeht. Und ja, es gibt ein paar Leute, die hier auf jeden Fall auf dem Server ja, ein bisschen reinpayen so, aber es ist nicht so in der Masse, sag ich mal, wie es bei anderen Serverstarts so gewesen ist. Es ist eher verhalten so, ne? Also an Tag 3 haben wir öfter schon eigentlich gesehen, dass wir ja zumindest in den Top 50 alle über 100 sind. Ne? Hier haben wir noch viele Leute, die ja noch weit unter 100 sind teilweise hier in den Top 50. Es gibt ein, zwei Leute, die sind, ja, es gibt zwei Leute, die sind über 200, die haben gepusht auf jeden Fall. Und dann der Rest, ja, ein bisschen verhaltener als so die letzten Serverstarts. Ne? Ist trotzdem keine schlechte Leistung, würde ich nicht damit sagen. Aber im Vergleich zu anderen Serverstarts, wo die Competition ein bisschen härter gewesen ist, hat man eine höhere Dichte an den Levels gesehen, die schon weiter gepusht haben. EU28, EU29 sind natürlich jetzt die Server vor EU30 und viele warten jetzt wahrscheinlich auch auf den nächsten großen Runden Jubiläumsserver und deswegen gehe ich von aus, dass EU29 auch nicht so extrem krass sein wird. Es hat aber einen Vorteil, und zwar dadurch, dass jetzt nicht so viele Hardcore-Pusher hier am Start sind, kann man schon mit relativ wenig Geld schon gut weit oben mitspielen, sag ich mal. Also das geht schon klar im Verhältnis so, ne? Aber ansonsten, ja, würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt neu starten würde ich, glaube ich, auch auf EU30 noch vielleicht warten, als großen Server, der als nächstes kommt. Und ja, solange dann halt eben noch mich gedulden. Das wären dann noch quasi circa 6 Wochen. 12 Wochen. Alle 6 Wochen startet ein neuer Server. Das heißt, so ungefähr 12 Wochen müsstet ihr da noch warten. Ich denke, das geht relativ schnell vorbei. Genau. Ansonsten haben wir hier auf dem Server momentan 13.500 registrierte Spieler. Ja, auch das ist leicht unterdurchschnittlich, besser aber noch als auf einem OG-Server. Auf einem OG-Server war es, glaube ich, ähnlich, beziehungsweise noch ein bisschen niedriger. Aber es geht noch klar. So, ne? Aber mal gucken, wie es hier nachher in 6 Wochen aussieht, ob wir hier so an diese 80 bis 100.000 rankommen pro Server, die ich immer so meinte. Das ist so der Schnitt, sag ich mal, in dem sich so ein okayer Serverstart so bewegt, bis halt der nächste Server kommt. Ne? Deswegen warten wir mal ab, wie es hier auf jeden Fall weitergeht. Ansonsten spiele ich in der Gilde Abenteuerhorde. Hier bin ich halt random einfach über das Gildenfinder-Feature gejoint und ja, fühle mich hier eigentlich ganz gut aufgehoben soweit. Ist jetzt keine Gilde, wo man jetzt hier irgendwie krass performen muss. So. Man kann ganz chillig spielen und das passt tatsächlich auch ganz gut zu meinem Playstyle, sag ich mal, weil ich bis zum Serverstart selbst gar keine Ahnung hatte, was ich hier auf dem Server eigentlich machen wollte, welche Klasse ich spielen wollte und was ich vorhatte. Ich hatte auch noch keine Gilde. Von daher passt das soweit eigentlich perfekt für mich persönlich so und ja, habe mich jetzt halt, wie ihr sehen könnt, für einen Mage entschieden, spontan. Haben auch schon ein bisschen gepusht, aber es fällt auf jeden Fall ein bisschen schwieriger mit einem Mage als zum Beispiel mit Kundi oder mit einem Assassinen oder so. Also man merkt schon, dass die Geschickklassen zum Serverstart schon sehr gut geeignet sind auf jeden Fall. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch für den Server jetzt nicht unbedingt so die krassen Ziele. Das wird mehr so ein ja, Fun-Projekt, sage ich mal, für etwas kürzere Zeit. Ich glaube, ich werde hier auch nicht bis 300 spielen, den Mage, sondern wahrscheinlich eventuell vorher schon aufhören. Ich nehme wahrscheinlich noch die leichten Dungeons mit, so bis 250 und so geht es ja dann noch relativ fix. Aber ich glaube, danach werde ich auch hier dann dementsprechend aufhören, also wahrscheinlich noch vor dem EU29 Serverstart, gehe ich mal von aus. Ja, ein bisschen gepusht haben wir auch. Wir werden heute auch noch ein bisschen spielen. Wir sind heute auch nochmal online, beziehungsweise live auf Twitch. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Und da werden wir dann auch noch versuchen,
ja, Epic-Event irgendwie zu erreichen. Muss ich mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, die Edelsteinmine hatte mich gestern ein bisschen in den Stich gelassen. Den Tag davor, den ersten Tag, Serverstarttag, war tatsächlich sehr gut. Den zweiten war dann schon wieder, ja, so wie man es gewohnt ist normalerweise bei der Edelsteinmine. Und ja, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir heute vorankommen. Wie gesagt, Stufe 50 wäre natürlich das Ziel. Das wäre super, wenn das klappt, aber müssen wir mal gucken, ob wir das auch erreicht kriegen, weil ein paar Stufen sind es noch bis dahin. Und ja, ich sag mal, die Dungeons, vor denen wir jetzt gerade stehen, es sieht okay aus. Ich müsste wahrscheinlich ein bisschen skillen vielleicht. Ein bisschen Gold haben wir ja am Start. Aber es wird, glaube ich, schwierig werden. Ja, wir müssen uns am besten nochmal neu equippen. 46er Aura haben wir. Vielleicht wäre eine neue Waffe vom Vorteil. Aber da auch eine neue Waffe zu finden, ist natürlich auch immer so die Sache, die dann auch gesockelt ist. Das muss dann auch sein, also muss dann halt auch gesockelt sein. Ne? Int-Ausdauer haben wir hier. Also das ist tatsächlich gar nicht verkehrt. Die Spanne ist ein bisschen schlechter, aber wir haben ja Durchschnittsschaden so. Ne? Ist natürlich jetzt die Frage, nimmt man jetzt eine neue Waffe oder versucht man noch den Gegner hier noch irgendwie zu legen, weil ihr seht ja, dass der schon machbar ist, sehr machbar sogar, aber irgendwie will er nicht so richtig, ja, das wäre nämlich hier ein guter Schritt Richtung 44 und dann könnte man jetzt schon mal noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, sich eine neue Waffe zu holen, vielleicht noch ein bisschen Alu spielen, damit man das Level-Up noch voll macht, falls wir jetzt die 44 nicht erreichen sollten damit und jo, dann kann man definitiv eine neue Waffe sich holen, weil wir dann natürlich dann auch schon 47er Aura hätten. Und das wird sich dann schon rentieren, wenn wir dann auch die dementsprechende Waffe finden. Aber ihr seht's, es ist so mit dem Mage, ja, da kommt nicht, das ist selten mit den Lucky Tries so, ne? Okay, nice, da haben wir ihn. Das ist nicht so wie beim Kundschafter, dass man dann ausweicht oder so. Da muss man dann einfach sich auf die Crits verlassen. Und die Crits sind einfach im Early Game noch nicht so richtig da, weil Glück noch nicht so gut geskillt ist. So, jetzt haben wir hier den Prellbock, den schaffen wir glaube ich nicht. Das wäre jetzt so der nächstmögliche Gegner. Ja, wäre wahrscheinlich auch machbar, wenn wir nur reinkritten mit bester Spanne so. Aber ich glaube hier an der Stelle würde ich glaube ich einfach mich dann für eine neue Waffe entscheiden. Ja, mit ähnlicher Spanne vielleicht, für ein bisschen, also ja, schon Richtung 47, also die wäre schon ganz nice, die Waffe hier, die wäre perfekt, die hätte ich auch genommen, auch wenn da jetzt Int Glück ist, es ist jetzt nicht ultra perfekt, aber ist schon sehr nah dran. Okay, was haben wir hier? Intelligenz, Ausdauer und bessere Spanne, die können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen, das ist tatsächlich ein sehr guter Pick, ja, und wenn wir jetzt noch einen Innstein kriegen, holy shit, ja, dann können wir das mal hier equippen. Und dann können wir mal gucken, ob jetzt damit schon dieser Gegner hier liegen würde. Schauen wir einfach mal, geben wir ihm mal ein paar Tries. Weil die Waffe macht schon immer am meisten aus so. Ja, jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Ausdauer, ist auch nicht verkehrt. Und dann haben wir schon die 45 geknackt, ja. Das ist natürlich nice. Das war jetzt ein guter Move gewesen, sag ich mal. Dass wir jetzt hier uns die Waffe gesnackt haben. Die kam tatsächlich sehr, sehr gut. Jetzt gucken, ob der Prellbock liegt, der würde uns ein Epic bringen. Und wir sind auch schon 45 jetzt halt, ne? Und damit nähern wir uns dann schon so langsam Richtung 50. Das wäre natürlich super. Wenn wir jetzt hier noch ein geiles Epic rauskriegen würden, das würde uns dann schon sehr weiterhelfen für die nächsten Dungeon-Gegner und den weiteren Verlauf bis Stufe 50 halt ebenso, ne? Mal gucken. Aber ihr seht schon, das ist auch wieder nicht ganz ohne hier, obwohl wir schon jetzt eine neue Waffe haben. So 48 haben wir jetzt, 44. Es ist nicht die beste Aura-Stufe, aber es ist eine okaye Spanne. Wir haben Int-Ausdauer drauf. Das ist eigentlich okay, sag ich mal. Wir brauchen halt nur ein bisschen Glück. Es ist halt sehr pilzintensiv, ne? Da muss man sich jetzt halt entscheiden. Spielt man jetzt Alu, um ein bisschen Gold zu kriegen so? Oder, ja, gambelt man so ein bisschen darauf, den Gegner hier zu besiegen, um halt noch ein bisschen mehr XP zu bekommen.
damit wir mit höherer Stufe dann erst anfangen zu questen. Das wäre natürlich so das Ding, ne, das Optimalszenario. Ja, oder wir haben noch irgendwie andere Items, die wir austauschen können. Ja, die Schuhe sind auf jeden Fall alt, also da würde ich auch schon sehr gerne neue Schuhe mal sehen wollen. Ansonsten, ja, ist halt, mal gucken, was sagt denn die Rüstung? 9%, okay, wir könnten noch 1% tatsächlich an Rüstung zulegen. Was haben wir hier? Ausdauer. Ausdauer Glück würden wir tauschen, 45er Gürtel. Glück geht ein bisschen runter, Rüstung geht hoch. Wir können es mal tryen, aber wir brauchen halt auch wieder jetzt den Edelstein, ne? Das ist halt auch so das Ding. Stärke haben wir hier und jetzt geht's nämlich los mit der Achterbahnfahrt. Jetzt brauchen wir Ausdauer oder Int. Okay, nice. Wir kriegen nochmal einen Intstein. Intstein packen wir rein. So, ist auch nochmal ein kleines Upgrade. Jetzt haben wir immer noch nicht, das sehe ich gerade, wir haben immer noch nicht die, hier die 10% Rüstung. Es wäre natürlich gut, als Mage das komplett mitzunehmen, aber ich würde mal sagen, das machen wir dann heute im Livestream dann weiter und da werden wir dann auch weiter pushen. Wie gesagt, schaut da sehr gerne vorbei auf twitch.tv/dorza und dort könnt ihr euch auch noch eure Elevator Drops sichern, falls ihr es noch nicht getan habt. Heute ist der letzte Tag für die 1 von 4er Drops. Morgen am Montag um 16 Uhr startet dann 2 von 4, da geht es dann weiter mit frischen Elevator Drops. Ansonsten heute nochmal letzte Chance, ansonsten habt ihr einmal die Elevator Drops verpasst. Gut, soweit von mir war es das gewesen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.